Lektion 1 Folgekommunikation. Lassen Sie mich die Zahlen zusammenstellen und mich in Kürze bei Ihnen melden. Hört sich gut an. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Natürlich. Ich möchte sicherstellen, dass wir die bestmögliche Entscheidung treffen. Das ist ein kluger Ansatz. Alle Informationen zu haben, hilft sehr. Abschließend würde ich gerne wissen, ob Sie noch etwas von mir benötigen. Ja, wenn Sie die Lieferfristen überprüfen könnten, wäre das hilfreich. Unbedingt. Ich werde das unbedingt in mein Follow-up aufnehmen. Danke. Ich fühle mich mit all diesen Informationen sicherer. Das freut mich zu hören. Stellen wir sicher, dass wir gut vorbereitet sind. Lektion 2 Küstenkultur. Überall an der Küste gibt es Fischerdörfer. Es ist ziemlich malerisch. Das klingt wunderschön. Ich liebe den Charme der Küstengemeinden. Ja, und die Landwirtschaft ist auch in der Region wichtig, insbesondere für die lokale Wirtschaft. Wirklich? Das wusste ich nicht. Welche Art von Landwirtschaft betreiben Sie? Sie bauen eine Vielzahl von Pflanzen an, darunter Obst und Gemüse. Das ist interessant. Ich wette, die lokalen Märkte sind lebendig und farbenfroh. Unbedingt. Frische Produkte aus der Region sind ein großer Anziehungspunkt für Besucher. Es klingt nach einem wunderbaren Ort, um die lokale Kultur zu erleben. Das ist es wirklich. Du kannst dort so viel über die Community lernen. Lektion 3 Der Einfluss der Natur. Das ist ein gutes Argument. Von der Natur inspirierte Elemente können jedem Raum ein Gefühl der Ruhe verleihen. Ich stimme vollkommen zu. Die Natur nach drinnen zu bringen, kann so beruhigend sein. Ja, und es schafft eine Verbindung zur Natur, nach der sich viele Menschen sehnen. Genau. Pflanzen und natürliche Materialien können einen Raum wirklich verändern. Haben Sie versucht, natürliche Elemente in Ihr Zuhause zu integrieren? Ja, ich habe ein paar Pflanzen, die mein Wohnzimmer wirklich beleben. Das ist fantastisch. Ich habe gehört, dass Pflanzen auch die Luftqualität verbessern können. Das tun sie. Außerdem verleihen sie dem Raum einen Hauch von Leben und Farbe. Vielleicht muss ich mir auch welche für meine Wohnung besorgen. Lektion 4 Reisewünsche. Nun, ich möchte eine neue Stadt erkunden und an einem schönen Strand entspannen. Das klingt nach dem perfekten Kurzurlaub. Haben Sie ein bestimmtes Reiseziel im Sinn? Ich denke über einen tropischen Ort nach, vielleicht mit einer reichen Kultur, die es zu entdecken gilt. Das wäre unglaublich. Abenteuer mit Entspannung zu verbinden, ist das Beste aus beiden Welten. Genau, ich möchte auch die lokale Küche und Aktivitäten erleben. Hast du darüber nachgedacht, wie lange du bleiben möchtest? Ich denke über eine Woche nach. Das sollte mir genug Zeit geben, um alles zu genießen. Das klingt ideal. Sie werden viel Zeit haben, um sich zu entspannen und zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung dieser Reise zu beginnen. Lektion 5 Morgenspaziergänge. Dieser Park klingt perfekt für morgendliche Spaziergänge.
Ich genieße es wirklich, meinen Tag im Freien zu beginnen. Unbedingt. Die frische Luft und die Landschaft können wirklich einen positiven Ton für den Tag setzen. Ich stimme zu. Sollen wir irgendwann zusammengehen? Ja, das würde mir gefallen. Es würde die Erfahrung noch angenehmer machen. Vielleicht können wir jedes Mal, wenn wir gehen, andere Wege beschreiten. Das klingt nach einer lustigen Idee. Das macht die Dinge interessant. Außerdem können wir uns gegenseitig motivieren, dabei zu bleiben. Genau, einen Walking Buddy zu haben, macht den Unterschied. Dann planen wir für Anfang nächster Woche. Um das Denkmal Lektion zu 6: erreichen, können Sie ein Fortbewegung. Taxi nehmen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das klingt praktisch. Sind öffentliche Verkehrsmittel einfach zu bedienen? Ja, es ist ziemlich einfach zu bedienen, besonders mit Schildern auf Englisch. Das ist gut zu wissen. Ich fühle mich jetzt wohler, wenn ich es benutze. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, auf Reisen mehr von der Stadt zu sehen. Ich stimme zu. Ich liebe es, den lokalen Lebensstil auf dem Weg zur Arbeit zu beobachten. Genau. Es trägt zum Gesamterlebnis bei, einen neuen Ort zu besuchen. Sollen wir die besten Routen suchen, bevor wir losfahren? Definitiv. Vorausschauende Planung kann uns Zeit und Stress sparen. Lektion 7: Wettercheck. Definitiv. Übrigens, hast du schon das Wetter für morgen überprüft? Nein, ich hatte keine Chance. Soll es regnen? Ich habe gehört, dass es ein paar Regenschauer geben könnte, also ist es gut, nachzuschauen. Das wären nützliche Informationen. Möglicherweise müssen wir unsere Pläne anpassen. Genau. Es ist immer besser, auf wechselndes Wetter vorbereitet zu sein. Sollen wir für alle Fälle Regenschirme einpacken? Ja, ich denke, das ist eine kluge Idee. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Einverstanden. Ich werde sicherstellen, dass ich meins mitbringe. Großartig. Hoffen wir aber auf klaren Himmel. Lektion 8: Krankenhausbesuch. Ich muss morgen ins Krankenhaus. Ich muss meine Mandeln rausnehmen. Oh nein, das klingt ein bisschen entmutigend. Bist du nervös? Ein bisschen, aber ich weiß, dass es ein übliches Verfahren ist. Das ist wahr. Viele Leute haben es ohne Probleme gemacht. Genau. Ich will nur sicher gehen, dass alles glatt läuft. Ich verstehe. Hast du jemanden, der dich mitnimmt? Ja, meine Familie wird da sein, um mich zu unterstützen. Das ist großartig. Unterstützung zu haben macht einen großen Unterschied. Ich hoffe, bald wieder auf den Beinen zu sein. Lektion 9: Tickets für öffentliche Zeremonien. Die Bedeutung waren kleine Eintrittskarten. Diese Tickets wurden an Personen verteilt, die an einer öffentlichen Zeremonie teilnahmen. Das ist interessant. Was war das für eine Zeremonie? Es war eine Feier der Errungenschaften und Meilensteine der Gemeinschaft. Das klingt sinnvoll. Hatten alle die Möglichkeit teilzunehmen? Ja,
Die Tickets erlaubten den Leuten, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und sie zu genießen. Ich liebe solche Veranstaltungen. Sie bringen wirklich Menschen zusammen. Genau. Es fördert das Gemeinschaftsgefühl und den Stolz. Gab es besondere Aktivitäten oder Aufführungen? Ja, es gab Reden, Musik und sogar einige lokale Essensstände. Lektion 10. Angewohnheit, sich auf die Nägel zu beißen. Ich weiß nicht, ob mein Bruder jemals aufhören wird, sich in die Nägel zu beißen. Es kann schwierig sein, diese Angewohnheit zu brechen. Will er aufhören? Das tut er, aber es scheint, dass er jedes Jahr damit zu kämpfen hat. Das kann ich mir vorstellen. Das ist oft leichter gesagt als getan. Jeden Januar will er aufhören, aber es dauert nie lange. Es ist interessant, wie Gewohnheiten so hartnäckig sein können. Ja, und manchmal braucht es mehr als Willenskraft, um sich zu ändern. Vielleicht könnte er ein paar Techniken ausprobieren, um ihm beim Aufhören zu helfen. Das ist eine gute Idee. Positive Verstärkung könnte für ihn funktionieren. Lektion 11. Kauf eines neuen Ofens. Nun, ich habe kürzlich einen neuen Ofen von einer Marke gekauft, die für ihre Effizienz bekannt ist. Das ist aufregend. Welche Funktionen hat es? Es verfügt über eine Selbstreinigungsoption und verschiedene Kochmodi. Das sind großartige Funktionen. Es muss das Kochen einfacher machen. Ja, und es heizt sich schnell auf, was eine enorme Zeitersparnis ist. Ich verstehe, warum du dich für diese Marke entschieden hast. Effizienz ist der Schlüssel in der Küche. Genau. Ich möchte weniger Zeit mit Kochen und mehr Zeit mit dem Genießen von Mahlzeiten verbringen. Hast du schon neue Rezepte damit ausprobiert? Noch nicht, aber ich freue mich darauf, bald zu experimentieren. Lektion 12. Engagement in der Gemeinschaft. In den letzten 20 Jahren waren wir von Anfang an wirklich in der Community. Das ist beeindruckend. Es zeigt ein starkes Engagement für die lokale Entwicklung. Unbedingt. Aber waren wir bereit für die Herausforderungen auf dem Weg dorthin? Das ist eine gute Frage. Es ist oft viel komplexer, als es scheint. Ja, der Ausdruck viel zu einfach trifft oft nicht auf die Realität zu. Genau. Gemeinwesenarbeit erfordert viel Engagement und Anpassungsfähigkeit. Hast du in dieser Zeit irgendwelche spezifischen Veränderungen in der Community gesehen? Ja, viele Verbesserungen wurden vorgenommen, aber es gibt noch Herausforderungen. Es ist eine kontinuierliche Reise, nicht wahr? Lektion 13. Jobanforderungen. Was sind die Voraussetzungen für diese Position? Starke Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung sind unerlässlich. Das macht Sinn. Kommunikation ist in jeder Rolle von entscheidender Bedeutung. Unbedingt. Es ist entscheidend für Teamwork und Zusammenarbeit. Benötigen Sie auch bestimmte Qualifikationen? Ja, relevante Abschlüsse oder Zertifizierungen können ebenfalls wichtig sein. Ich verstehe. Es ist gut zu wissen, worauf man sich vorbereiten muss. Ganz gewiss. Die richtigen Fähigkeiten zu haben, kann einen großen Unterschied machen.
Denken Sie darüber nach, sich für eine ähnliche Stelle zu bewerben? Lektion 14. Pläne für das Abendessen. Sonst sollte ich machen? Vielleicht gebratene Gemüsenudeln und ein frischer Salat? Das klingt köstlich. Gebratenes Gemüse sorgt für einen tollen Geschmack. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine gesunde Option, die einfach zuzubereiten ist. Ja, und Sie können es mit allem Gemüse, das Sie zur Hand haben, individuell gestalten. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, Reste zu verwerten. Haben Sie vor, spezielle Saucen oder Gewürze hinzuzufügen? Ich denke an eine Knoblauch-Kräutersauce, um die Aromen zu verbessern. Lecker! Das wird das Gericht wirklich aufwerten. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Lektion 15. Gegenstände ausleihen. Wenn du dir meine Werkzeuge irgendwann ausleihen willst, geh natürlich vorsichtig damit um. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Welche Werkzeuge haben Sie? Ich habe eine Bohrmaschine, ein paar Schraubenschlüssel und eine Schleifmaschine. Sie sind alle in einem guten Zustand. Das ist perfekt. Ich könnte eine Bohrmaschine für einige Heimprojekte gebrauchen, die ich im Sinn habe. Denken Sie bitte daran, sie im gleichen Zustand zurückzugeben. Unbedingt. Ich werde mich gut um Sie kümmern. Wie lange kann ich sie mir ausleihen? Eine Woche sollte in Ordnung sein. Wenn du mehr Zeit brauchst, lass es mich einfach wissen. Hört sich gut an. Ich werde dafür sorgen, dass meine Projekte schnell abgeschlossen werden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du kreierst. Lektion 16. Gesundheitsfokus. Hey, wie geht's dir? Ich habe gehört, du hast dich auf deine Gesundheit konzentriert. Mir geht es gut. Danke. Ja, ich habe versucht, besser zu essen und regelmäßig Sport zu treiben. Das ist fantastisch. Welche Änderungen haben Sie bisher vorgenommen? Ich habe angefangen, Mahlzeiten zuzubereiten und morgens laufen zu gehen. Das klingt toll. Die Zubereitung von Mahlzeiten kann unter der Woche viel Zeit sparen. Genau. Es hilft mir, meine Ziele für eine gesunde Ernährung einzuhalten. Läufst du gerne? Bin ich. Es macht meinen Kopf frei und steigert meine Energie für den Tag. Das ist genial. Mach weiter so. Es klingt, als ob du auf dem richtigen Weg bist. Lektion 17. Sicher reisen. Es ist uns eine Freude, Ihnen zu helfen. Haben Sie eine gute Reise und lassen Sie uns wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Danke. Ich freue mich sehr über all Ihre Unterstützung. Natürlich. Wir möchten sicherstellen, dass Sie gut versorgt sind. Es bedeutet mir viel. Denkst du, ich sollte etwas Spezielles einpacken? Ich würde empfehlen, das Wetter zu überprüfen, bevor Sie gehen. Tolle Idee. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Und vergessen Sie nicht, alle notwendigen Dokumente mitzunehmen. Ja, ich werde meinen Reisepass und meine Tickets noch einmal überprüfen. Perfekt. Gute Reisen. Und ich kann es kaum erwarten, von deiner Reise zu hören. Lektion 18. Marktforschung. Unbedingt. Wir sollten Marktforschung betreiben, um die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.
Das ist ein kluger Schachzug. Auf welche spezifischen Bereiche sollten wir uns konzentrieren? Ich denke, wir sollten die Kundenpräferenzen und Kaufgewohnheiten untersuchen. Ja, wenn wir unser Publikum verstehen, können wir bessere Produkte entwickeln. Genau. Es ist wichtig zu wissen, was Sie am meisten schätzen. Sollen wir Umfragen verschicken oder Interviews führen? Eine Kombination aus beidem könnte einen umfassenden Überblick bieten. Das klingt nach einem soliden Plan. Lassen Sie uns anfangen, einige Fragen zu formulieren. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir sammeln können. Lektion 19. Reiseplanung. Hey, hast du in letzter Zeit darüber nachgedacht, eine Reise zu planen? Ja, ich wollte schon immer neue Orte erkunden. Das klingt aufregend. Hast du ein Ziel vor Augen? Ich erwäge ein paar Optionen, vielleicht irgendwo in den Tropen. Tropisch klingt unglaublich. Was reizt dich an diesen Orten? Ich liebe die Strände und die Möglichkeit, verschiedene Kulturen zu erleben. Das ist ein guter Grund. Bist du schon einmal viel an tropische Orte gereist? Nicht so viel, wie ich möchte, also wäre das ein großartiges Abenteuer. Schauen wir uns gemeinsam einige Optionen an. Lektion 20. Büroanforderungen. Ich habe einige Informationen, die die Leute im Büro benötigen. Das ist gut zu hören. Was benötigen Sie? Sie müssen irgendwann ein Büro aufsuchen, um alle notwendigen Informationen zu sammeln. Das macht Sinn. Oft ist es einfacher, sich persönlich zu informieren. Genau. Persönliche Treffen können viele Dinge schnell klären. Sollte ich etwas für diesen Besuch vorbereiten? Ja, bringen Sie eine Liste mit Fragen mit, um sicherzustellen, dass Sie alles abdecken. Das werde ich. Das klingt nach einem produktiven Meeting, das vor uns liegt. Definitiv. Ich bin mir sicher, dass Sie alle benötigten Informationen sammeln werden. Lektion 21. Berufspräferenzen. Was ist deine Präferenz für deine Karriere? Ich bin offen für verschiedene Branchen, aber ich habe ein paar Favoriten im Kopf. Das ist ein großartiger Ansatz. Welche Branchen ziehen Sie in Betracht? Ich interessiere mich besonders für Technologie und Gesundheitswesen. Das sind beides schnell wachsende Felder. Was reizt dich an ihnen? Ich finde es toll, wie Technologie das Leben verbessern kann, und die Gesundheitsversorgung ist immer unerlässlich. Unbedingt. Es lohnt sich, in Bereichen zu arbeiten, die einen Unterschied machen. Ja, ich möchte mich bei meiner Berufswahl erfüllt fühlen. Das ist eine kluge Perspektive. Erkunden Sie diese Optionen weiter. Lektion 22. Essgewohnheiten. Weißt du, normalerweise kommt er mit Bauchschmerzen zurück, weil er so viel isst. Wirklich? Das klingt unbequem. Lernt er jemals daraus? Nicht wirklich. Er scheint das Essen zu sehr zu genießen, um sich darum zu kümmern. Das kann ich nachvollziehen. Manchmal ist Essen einfach zu verlockend. Genau. Aber es ist wichtig, auf die Signale Ihres Körpers zu hören.
Ja, Mäßigung ist der Schlüssel, besonders wenn es um köstliche Mahlzeiten geht. Hattest du schon einmal eine ähnliche Erfahrung? Das ist eine gute Strategie. Es geht nur um Ausgewogenheit, oder? Lektion 23. Filmeinstellungen. Sie hat viele Lieblingsschauspieler und Schauspielerinnen. Das ist interessant. Hat sie ein Lieblingsfilmgenre? Ja, manchmal schaut sie sich traurige Filme an, die wirklich ans Herz ziehen. Ich verstehe warum. Emotionale Filme können so wirkungsvoll sein. Unbedingt. Sie führen danach oft zu tiefen Gesprächen. Schaust du auch gerne traurige Filme? Manchmal, aber ich bevorzuge Komödien, um die Stimmung aufzuhellen. Das ist fair. Ein guter Genremix macht die Dinge interessant. Ganz gewiss. Es ist schön, verschiedene Emotionen filmisch zu erkunden. Lektion 24. Weltweite Zugehörigkeiten. Die Organisation hatte Verbindungen auf allen 6 Kontinenten mit über 170 Mitgliedsländern. Wow, das ist beeindruckend. Es muss eine Herausforderung sein, ein so riesiges Netzwerk zu verwalten. Definitiv. Die Koordination mit so vielen Kulturen und Vorschriften ist komplex. Das kann ich mir vorstellen. Was sind die Hauptziele der Organisation? Sie konzentrieren sich auf die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist eine edle Sache. Es ist wichtig, weltweit zusammenzuarbeiten. Ja, und es erfordert Verständnis und Respekt für verschiedene Perspektiven. Genau. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Lösung globaler Herausforderungen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Sie in Zukunft weiter wachsen und sich anpassen werden. Lektion 25. Das Abenteuer erwartet Sie. Sofort auf ein Abenteuer. Klingt perfekt. Ich könnte nicht mehr zustimmen, wenn es darum geht, neue Orte zu erkunden. Unbedingt. Es ist aufregend, das Unbekannte zu entdecken. Das klingt unglaublich. Die Aussicht dort oben muss atemberaubend sein. Ja, und ich genieße die Herausforderung einer guten Wanderung. Ja, was ist mit dir? Ich wollte schon immer eine lebendige Stadt voller Kultur und Geschichte erkunden. Das würde Spaß machen. Die Energie in Städten kann so inspirierend sein. Genau. Lasst uns gemeinsam unsere Abenteuer planen. Es könnte eine Menge Spaß machen. Lektion 26. Musikalische Entscheidungen. Wie wäre es, Saxophon spielen zu lernen? Das klingt nach einer Menge Spaß. Oder bevorzugen Sie vielleicht ein Saiteninstrument wie eine Geige oder ein Cello? Ich habe schon immer die Klangtiefe eines Cellos bewundert. Das Cello hat einen schönen, satten Ton. Es kann wirklich starke Emotionen hervorrufen. Genau. Aber das Saxophon hat eine so lebendige, optimistische Atmosphäre. Stimmt, es eignet sich hervorragend für Jazz und bringt viel Energie in die Musik.
Mit welchem wäre es Ihrer Meinung nach einfacher zu beginnen? Ich würde sagen, das Saxophon könnte für Anfänger leichter zugänglich sein. Guter Punkt. Vielleicht sollte ich es zuerst versuchen. Lektion 27. Klare Kommunikation. Ich stimme zu. Lassen Sie uns das klarstellen und zur besseren Übersichtlichkeit bestimmte Daten angeben. Das ist eine tolle Idee. Es hilft allen, auf derselben Seite zu bleiben. Genau, es vermeidet jegliche Verwirrung über Zeitpläne und Erwartungen. Sollen wir eine E-Mail verfassen, in der alles beschrieben wird? Ja, achten wir darauf, die wichtigsten Daten und Aufgaben hervorzuheben. Ich kümmere mich darum. Es ist wichtig, effektiv zu kommunizieren. Unbedingt. Klare Kommunikation ist für eine reibungslose Zusammenarbeit unerlässlich. Sobald wir es verschickt haben, können wir weiterverfolgen, um sicherzustellen, dass es jeder versteht. Toller Plan. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen. Lektion 28. Gute Geschäftspraktiken. Es ist wichtig, mit Menschen zu sprechen, bevor sie mit ihnen sprechen, insbesondere im Geschäftsleben. Ich stimme zu. Der Aufbau von Beziehungen ist der Schlüssel zum Verständnis der Bedürfnisse anderer. Walton war auch der Ansicht, dass gute Angebote von Lieferanten an die Kunden weitergegeben werden sollten. Ja, Transparenz im Geschäft schafft Vertrauen und Loyalität. Genau. Es entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Haben Sie Beispiele von Unternehmen gesehen, die das gut machen? Ja, viele lokale Geschäfte konzentrieren sich auf soziales Engagement und faire Preise. Das ist ermutigend. Es zeigt, dass ethische Praktiken zum Erfolg führen können. Ganz gewiss. Es geht darum, eine positive Wirkung zu erzielen. Lektion 29. Wünsche und Wünsche. Diese Wünsche sind interessant, weil ich sie nicht verschwenden möchte. Ja, es ist wichtig, das Beste aus dem herauszuholen, was wir haben. Ich glaube nicht, dass ich Millionen von Dollar wollen würde, wenn das bedeuten würde, meine Werte zu verlieren. Das ist eine kluge Perspektive. Wohlstand sollte mit Verantwortung einhergehen. Genau. Ich hätte lieber genug, um bequem zu leben und anderen zu helfen. Mir geht es genauso. Es geht darum, ein Gleichgewicht im Leben zu schaffen. Ja, und es ist wichtig, sich eher auf Erfahrungen als auf materielle Dinge zu konzentrieren. Unbedingt. Erinnerungen halten länger als Besitztümer. Lassen Sie uns diese Denkweise beibehalten, wenn wir unsere Ziele verfolgen. Lektion 30. Lebensmittelinnovationen. Ein Abendessen oder ein Eisbecher könnten einfach aus einer Maschine kommen. Das klingt futuristisch. Stell dir vor, wie praktisch das wäre. Es würde definitiv Zeit beim Kochen und Aufräumen sparen. Ja, aber würde es genauso gut schmecken wie hausgemachte Mahlzeiten? Das ist die große Frage. Frische Zutaten machen normalerweise einen großen Unterschied. Stimmt. Ich finde, es ist etwas Besonderes, Essen selbst zuzubereiten. Ich stimme zu. Kochen kann ein kreativer und unterhaltsamer Prozess sein. Es ist auch eine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, wenn sie Mahlzeiten teilen. Genau. Lassen Sie uns die Kunst des Kochens schätzen und gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten genießen.
Lektion 31. Flexible Führung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein flexibler Führungsansatz in der heutigen Welt unerlässlich ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Anpassungsfähigkeit kann den Erfolg eines Teams erheblich beeinflussen. Ja, Führungskräfte müssen effektiv auf Veränderungen und Herausforderungen reagieren. Haben Sie erfolgreiche Beispiele für flexible Führung gesehen? Unbedingt. Unternehmen, die sich dem Wandel stellen, neigen dazu, in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein. Es ist beeindruckend, wie manche Führungskräfte Innovation durch Flexibilität fördern. Genau. Ermutigende Teambeiträge können zu besseren Lösungen führen. Das ist ein großartiger Punkt. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu jeder Führungsrolle. Lassen Sie uns diese Prinzipien bei der Entwicklung unserer eigenen Führungsqualitäten berücksichtigen. Lektion 32. Neue Leute kennenlernen. Das ist toll zu hören. Hast du alle im Büro getroffen? Noch nicht, aber ich habe schon ein paar Kollegen getroffen. Das ist ein guter Anfang. Es kann einige Zeit dauern, alle kennenzulernen. Ja, ich freue mich darauf, mit mehr Menschen in Kontakt zu treten. Der Aufbau von Beziehungen bei der Arbeit kann einen großen Unterschied in der Arbeitszufriedenheit ausmachen. Unbedingt. Es ist schön, Freunde am Arbeitsplatz zu haben. Hast du jemanden mit ähnlichen Interessen gefunden? Ja, ein paar von ihnen wandern gerne und genießen Outdoor-Aktivitäten, genau wie ich. Das ist fantastisch. Vielleicht kannst du ein paar Ausflüge zusammen planen. Lektion 33. Geschäftsgrundlagen. Die Aktivitäten, die mit der Entwicklung und dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung verbunden sind faszinierend. Ja, das sind sie wirklich. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten funktionalen Geschäftsbereiche? Ich würde sagen, Marketing und Vertrieb sind entscheidend, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Definitiv. Aber Produktion und Kundenservice sind ebenso wichtig. Genau. Jeder Bereich muss zusammenarbeiten, um einen Gesamterfolg zu erzielen. Waren Sie selbst in einem dieser Bereiche tätig? Ja, ich habe etwas Marketingarbeit geleistet. Und es ist wirklich lohnend. Das ist großartig. Wenn Sie alle Aspekte verstehen, können Sie Ihre Fähigkeiten wirklich verbessern. Ganz gewiss. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess in der Geschäftswelt. Lektion 34. Öffentliche Verkehrsmittel. Großartig. Wie oft fahren die Busse in dieser Gegend? In den Hauptverkehrszeiten verkehren sie in der Regel alle 15 Minuten. Das ist ziemlich praktisch. Das macht es viel einfacher, sich fortzubewegen. Ja, und es hilft, die Wartezeiten zu verkürzen, was immer ein Plus ist. Finden Sie die öffentlichen Verkehrsmittel hier zuverlässig? Die meiste Zeit? Ja. Normalerweise ist es planmäßig. Das ist gut zu wissen. Ich bevorzuge öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich kann. Das Gleiche hier. Es ist umweltfreundlich und oft weniger stressig als Autofahren. Genau. Dann planen wir unsere Reisen mit dem Bussystem. Lektion 35. Die Perspektive des mittleren Kindes. Ich glaube, ich mag es, das mittlere Kind zu sein. Ich kann mich mit meiner älteren Schwester und meinem jüngeren Bruder identifizieren. Das ist interessant.
Mittendrin zu sein, gibt einem oft eine einzigartige Perspektive. Genau. Ich sehe beide Seiten der Dinge, was mir hilft, Konflikte zu schlichten. Das klingt wertvoll. Fällt es Ihnen leichter, Ihre Sichtweisen zu verstehen? Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich in die Verantwortung meiner Schwester und die sorglose Haltung meines Bruders hineinversetzen. Es muss jedoch ein Balanceakt sein. Wie schaffst du das? Ich versuche beiden zuzuhören und bei Bedarf Ratschläge zu geben. Das ist ein ausgereifter Ansatz. Ein mittleres Kind zu sein, scheint seine Vorteile zu haben. Das tut es wirklich. Ich schätze die Rolle, die ich in unserer Familiendynamik spiele.